Sarah Schmid. Unser Jüngster ist jetzt 8 Monate alt und ich dachte, ich mache mal ein kleines Update. Inzwischen kann er sich selbstständig hinsetzen. Na, hast du es geschafft, ja? In den Vierfüßlerstand kommt er auch schon hoch. Und das Krabbeln, das geht auch schon, nur erstmal im Rückwärtsgang. Vorwärts noch nicht so richtig. Ich stille ihn nach wie vor. Das geht auch mit den 4 Zähnen, die er inzwischen hat, ganz gut. Nur als die oberen Schneidezähne kamen, da war es mal eine Zeit lang nicht so angenehm. Da hat er mir sogar ein kleines Loch in die Brustwarze gebissen einmal. Aber sobald die Zähne draußen waren, dann ging das super. Und bei den anderen Kindern war das auch so. Ein anderes Kind hat mir auch so ein kleines Loch in die Brustwarze gebissen. Ziemlich unangenehm. Aber das haben nicht alle gemacht, also nur 2 von 6. Am Familientisch beteiligt er sich inzwischen auch eifrig. Du weißt es jetzt und ich drehe. Halt die Saat festgehalten. Aha. Und will am liebsten selber essen. Ich bin auf der Fliege gelandet. Oh, ich bin vorbei. Und danach sieht es unter dem Tisch natürlich sehr lustig aus. Die Abhalterei geht momentan eher bescheiden. Seit er jetzt dabei ist, mobil zu werden, ist auch ganz typisch. Nachts klappt es gut, Pipi wie Kaki, aber am Tag, da klappt das Pipi überhaupt nicht. Aber das Kaki klappt meistens. Zwischendurch, als er die oberen Schneidezähne bekommen hat, hat er auch 2 Wochen lang komplett gestreikt, außer nachts. Und dann habe ich halt dann immer Windeln gewechselt. Was bei Pipi-Windeln ja nicht das Drama ist, das ist ja eine schnelle Sache, aber jeden Tag Kaki in der Stoffwindel, da war ich schon ganz froh, als der dann damit fertig war. Die anderen Kinder, die haben, als sie gezahnt haben, nur so 2, 3 Tage Abhaltestreik gemacht. Mit 2 Wochen hat er schon, hält den Rekord. In der Zwischenzeit habe ich mir neue Windelüberhosen genäht, diese zum Aufklappen. Meine alten aus Vlies sind nämlich durchlässig geworden. Aber ich habe aus einem alten Wollrock von einer Freundin, habe ich mir 2 neue genäht. Und Wolle hält ja die Feuchtigkeit gut fern, so wie Vlies, nur es ist ein Naturmaterial. Und ich habe beschlossen, jetzt mal die Wolle auszuprobieren. Das hier ist mein neues Woll-Backup. Ist noch nass. Vom letzten schiefgegangenen Kaki. Oh, Kerl. Ja, die sind super. Schön dick muss die Wolle sein, damit es auch nicht durchgeht.
Ich habe auch die sogenannten Mokomidis aus dem Abhalteladen getestet. Also das gleiche Prinzip, wie ich mir selber genäht habe. Die hier. Und ja, die sind für Neugeborene ganz gut, denke ich. Aber für seine Größe jetzt sind die zu schmal. Und es ist auch nur eine Lage ziemlich dünner Wollstoff. Also das lässt ziemlich schnell durch. Das müsste eigentlich doppelt sein, wenn das sicher sein sollte. Und den Halter hier, den vermisse ich auch. Also ich finde das unverzichtbar, hier so ein Teil zu haben, wo ich meine Stoffwinde so reinhängen kann und die dann beim Abhalten nicht ständig runterfällt, sondern da hängen bleibt. Erkältet war er auch wieder, ist es immer noch ein bisschen. Die Folgen vom RS-Virus, die hängen uns immer noch an. Und jedes Mal, wenn er erkältet ist, klingt er ziemlich abenteuerlich bei den Bronchien. Ja, ich hoffe, das verwechselt sich bis zum nächsten Winter. Komplett. Also, wenn er nicht erkältet ist, dann hört man nichts, aber jede Erkältung, die schlägt sich sofort auf die Bronchien. Ist gut jetzt, wa? Oh ja. Ja, wie sieht es mit meiner Fruchtbarkeit aus? Unsere Katze hat ja inzwischen wieder Junge bekommen. Das durfte die auch, weil den letzten Wurf sind wir losgeworden. Bei mir ist die Fruchtbarkeit noch nicht wieder so richtig zurückgekommen. Und da bin ich auch nicht böse drüber. Meine Regel ist zwar nach 4 Monaten schon mal wieder gekommen und ich hatte dann so 2-3 Mal, aber jetzt hat sie sich wieder verdrückt. Und ich beobachte ja meinen Zyklus mit NFP und ich hatte aber auch keinen Eisprung seitdem wieder. Wir verhüten natürlich trotzdem im Zweifelsfall, weil sicher ist sicher. Ich kann mir zwar ein 7. vorstellen, aber da möchte ich dann doch gerne so einen Abstand von ungefähr 3 Jahren haben. Mein Körper, der muss sich erstmal erholen und meine Nerven auch. Und natürlich will ich auch den hier genießen, ohne schon wieder an ein neues Baby denken zu müssen. Das war unser Update. Jetzt darf sie schlafen. Tschüss.